Wir begrüßen dich ganz herzlich zu einem neuen Videotutorial mit dem interessanten Thema: Wie kann ich ein HWS-Syndrom und Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule positiv beeinflussen? Ich bin der Uli und heute möchte ich dir eine sehr effektive manuelle Technik zeigen, mit der du Personen mit Bandscheibenvorfällen und Problemen in der HWS super schnell helfen kannst. Alles, was du dazu brauchst, sind eine Bank, deine Hände, das ist alles. Bleib dran! Bandscheibenvorfälle gehen einher mit häufig sehr schmerzhaften, zermürbenden und langwierigen Beeinträchtigungen. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, denn die Auswirkungen erleben die Betroffenen in nahezu jeder Lebenssituation. Das ist nicht schön, denn die Lebensqualität leidet sehr darunter. Die Frage ist nun, was kann man tun? In meiner Praxiszeit habe ich hunderte Patienten mit Protusionen, also Vorwölbungen der noch intakten Bandscheibe, und auch Prolapsen, das heißt Vorfällen der Bandscheibe, bei denen der Gallertkern den Faserring bereits durchbrochen hat, behandelt. Dabei habe ich festgestellt, dass gerade im Anfangsstadium eine Maßnahme bzw. Technik von Kollegen viel zu wenig durchgeführt wird: die manuelle HWS-Traktion. Was bewirkt die HWS-Traktion? Hier ein Beispiel. Stell dir vor, du bestückst hier einen vegetarischen Grillspieß immer abwechselnd mit Zucchini und Tomate. Die Zucchinischeiben stellen unsere Wirbelkörper dar, die Tomaten hingegen die weicheren Bandscheiben. Was passiert, wenn die Tomaten nun dauerhaft zu viel Druck bekommen? Richtig, sie lassen sich in gewisser Weise noch verdrängen. Das ist dann die Vorwölbung oder Protrusion. Wenn aber die Drücke und Scherkräfte dauerhaft zu stark werden, kann die Tomate das nicht mehr aushalten, platzt und das flüssige Innere tritt heraus. Das ist dann der Vorfall, also der Prolaps. Und wir haben den Salat. Welche akute Lösung fällt dir nun dazu ein? Genau, du ahnst es schon. Statt Druck geben wir einfach Zug auf den Spieß und bringen das Gemüse auseinander. Übertrage das nun einmal auf die Halswirbelsäule. Absolut richtig, hier kommt die manuelle Traktion zum Einsatz. Und los geht's! Erster Schritt. Kurz vorweg noch: Du kannst die manuelle Traktion übrigens natürlich auch präventiv, also vorbeugend anwenden, denn Entlastung für die Bandscheiben ist immer eine gewünschte Aktion. Nicht umsonst gibt es mehr oder weniger gute frei verkäufliche Tools und Hilfen auf dem Markt dafür. Wir aber machen es nun besser und vor allem professionell. Auf geht's! Dein Kunde liegt bequem flach auf dem Rücken, im Optimalfall auf einer Massage- oder Behandlungsbank. Der Fußboden geht aber auch, dann ist es für dich nur etwas unbequemer. Begib dich nun hinter den Kunden und positioniere deine beiden Hände seitlich am Kopf des Kunden. Hinweis: Der Kundenkopf darf kein Kissen unterlegt haben, da wir hier gleich frei mit den Händen arbeiten müssen. Zweiter Schritt. Nun schiebst du deine Finger beider Hände langsam und mit Gefühl unter den Hinterkopf des Kunden. Du kannst dazu den Kopf auch leicht zu den Seiten drehen, um wirklich direkt unter den Kopf zu gelangen. Deine Daumen zeigen nun noch leicht nach außen und haben dort Kontakt mit dem Kopf aufgenommen. Die anderen 4 Finger deiner Hände haben sich sanft am Hinterhauptsbein, dem sogenannten Os occipitale, eingehakt. Fertig, jetzt kann es losgehen. Zuerst gibst du deinem Kunden bitte den Auftrag, seinen Kopf einfach ganz schwer und locker zu lassen, sodass keine Anspannung in der Halswirbelsäule zu spüren ist. Das ist für die Person gar nicht so einfach, weil man im Alltag im Grunde nie seinen Kopf in fremde Hände gibt. Das ist eine sehr vertrauensvolle Sache. Noch schwieriger wird es, wenn der Kunde auch noch Schmerzen in der HWS hat. Aber mit der Zeit wird es gut klappen. Dritter Schritt. Nun führst du ganz sanft mit deinen Fingerspitzen eine leicht krallende Komm-her-Bewegung aus. Dadurch wird der Schädel an der Basis eingehakt und kann von dir langsam in deine Richtung gezogen werden. Der sanfte Zug am Schädel überträgt sich nun automatisch auf die darunter liegenden Wirbelkörper, sodass diese und die dazwischenliegenden Bandscheiben eine gezielte und entlastende Zugwirkung erfahren. Hinweis: Baue den Zug ganz langsam und in Ruhe auf, damit sich die Wirbelsäule des Kunden daran gewöhnen kann und die Strukturen nachgeben können. Halte den Zug etwa 10 bis 20 Sekunden und gib dann wieder nach. Das ganze Prozedere kann nun mehrfach wiederholt werden. Vierter Schritt: Kinn-Schädelzug. Häufig sagen Kunden, dass der Zug ruhig etwas stärker sein könnte, aber du hast kaum Hebel, um diesen zu intensivieren, da du sonst vom Kopf abrutschen würdest. Also was tun?
Ganz einfach, ändere deine Handposition, sodass deine eine Hand weiterhin unten am Hinterhauptsbein bleibt, diesmal jedoch mittig im sogenannten Zangengriff. Und die andere platzierst du mit deinen Fingern 4 und 5 am Kinn des Kunden. Jetzt hast du 2 Ansatzpunkte am Kopf für den Zug und kannst deutlich besser deine Kraft einsetzen. Achtung, nicht im Kinnbereich auf die Halsvorderseite abrutschen. Das ist zwar nicht schmerzhaft, der Kunde soll aber nicht gewürgt werden. Indikationen und Kontraindikationen. Wenn dein Kunde sich an den Zug gewöhnt hat und ihn angenehm empfindet, ist das prima. Frag ihn ruhig danach, Feedback ist hier besonders wichtig. Meistens sagen sie, dass sie Erleichterung oder Schmerzreduktion empfinden und genau das wollen wir hören. Das ist im Übrigen auch gleich das Zeichen bzw. der Beweis dafür, dass eine Kompression im HWS-Bereich vorliegt, zum Beispiel durch eine vorgelagerte Bandscheibe und der Griff indiziert und passend ist. Achtung, sollte der Kunde jedoch sagen, dass die Schmerzen dadurch zunehmen oder es unangenehm ist, liegt häufig eher eine Verengung des Spinalkanals, eine sogenannte Spinalkanalstenose vor. Dann ist die Technik zu unterlassen und wird keine positive Wirkung entfalten. Achtung, hier noch schnell eine spannende Wiederholungsfrage, um dein Wissen zu festigen. Frage: Welche Aussage über die HWS-Traktion ist korrekt? Na, richtige Antwort ausgewählt? Super! Wenn du übrigens dein Hobby zum Beruf machen willst, dann melde dich doch bei einer unserer Zertifikatsausbildungen an. Bei uns kannst du dich zum echten Profi und Spezialisten ausbilden lassen. Alles zu 100% online, ohne Vorkenntnisse und das Beste, du kannst jederzeit starten. Cool, oder? Die Links zu unseren Akademien findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Ausprobieren und Üben der HWS-Traktion in der Praxis und später auch bei deinen Kunden. Viele Grüße, dein Uli.